Sie verstehen uns, auch wenn wir nichts sagen. Sie unterstützen jede Entscheidung, spenden gleichermaßen Trost und Freude und es besteht eine Verbindung, die man kaum erklären kann. Egal ob Partner oder guter Freund, Seelenverwandte haben immer eine ganz besondere Bedeutung. Ein Seelenpartner ist wie ein fehlendes Puzzleteil in unserem Herzen und unserer Seele. Wir spüren instinktiv, alles passt. Sympathie und Zuneigung, Vertrauen und Verständnis. 2 Körper, aber eine Seele im Gleichklang. Beide Menschen ergänzen und vervollständigen sich. Sie schwingen auf einer magischen Wellenlänge. Zugleich ist die Anziehungskraft bedingungslos, innig und vollkommen. Oft wird Seelenverwandtschaft begleitet von Gefühlen wie Liebe oder Spiritualität. Auf Außenstehende wirkt sie dagegen gespenstisch, fast wie Telepathie. Wenn du wissen willst, an welchen 21 Anzeichen du deinen Seelenverwandten erkennst, bleib dran. Nummer 1. Anziehungskraft. Gemeint ist nicht die klassische Attraktivität. Vielmehr fühlst du dich von diesem einen Menschen wie magisch angezogen und du möchtest mehr Zeit mit dieser Person verbringen. Nummer 2. Verwirrung. Wenn du deinem Seelenpartner zum ersten Mal begegnest, sind viele erstmal völlig perplex. Experten sprechen von einer Erschütterung der Seele. Hervorgerufen wird sie von der intensiven mentalen Nähe. Das Gegenüber fühlt sich wie ein Spiegelbild des eigenen Ichs an. Die Person erkennt uns, wie wir wirklich sind. Viele fühlen sich dabei erst einmal ertappt und verletzlich. Nummer 3. Übereinstimmung. Verhaltensweisen, Werte und Normen, Lebensumstände, alles passt perfekt zueinander. Oft gibt es sogar überraschende Parallelen, ähnliche Lebensläufe, Vorlieben, sogar ähnliche Schicksalsschläge. Nummer 4. Ergänzung. Seelenpartner sind oft komplementär, heißt sie ergänzen uns und machen uns vollständig. Nach dem Motto, Gegensätze ziehen sich an, helfen sie uns, unsere Defizite auszugleichen und wissen umgekehrt, unsere Stärken zu schätzen. Die Folge? In ihrer Nähe spüren wir weder Schwächen noch Ängste. Nummer 5. Du bist von Anfang an auf einer Wellenlänge. Während du bei dem Großteil deiner Mitmenschen wahrscheinlich darauf bedacht bist, dich nach außen hin gut zu geben, bist du bei deinem Seelenverwandten ganz du selbst. Egal was du sagst oder tust oder welche Gedanken du ihm gegenüber äußerst, dir ist kaum etwas peinlich. Dein Seelenverwandter nimmt dich so, wie du bist, auch wenn du etwas tust, was er bei anderen nicht oder ungern tolerieren würde. Nummer 6. Du kannst offen über Gefühle sprechen. Seelenverwandtschaft hat immer den Vorteil, dass du mit ihm vollkommen offen über deine Gedanken und Gefühle sprechen kannst. Dein Seelenverwandter wird dich anhören, dir zuhören und dich akzeptieren. Und er wird dich dafür lieben, dass du ihm deine Gefühle teilst. Sicherlich kannst du das auch mit anderen Menschen. Die Verbindung und die Beziehung zu deinem Seelenpartner gegenüber ist jedoch so tief, dass es kaum mit anderen zwischenmenschlichen Beziehungen vergleichbar ist. Nummer 7. Du spürst von Anfang an, etwas ist anders. Bei den meisten Menschen dauert es eine Weile, bis man sich näher kommt. Zunächst einmal muss man sich kennenlernen, um herauszufinden, ob es wirklich passt. Ob nun für eine Beziehung oder eine Freundschaft. In Gegenwart eines Seelenpartners fühlt man sich viel schneller wohl. Das anfängliche, vorsichtige Abtasten fällt weg. Stattdessen ist die Verbindung sofort positiv und man ist gerne mit dem anderen zusammen. Nummer 8. Du spürst, was im anderen vorgeht. Ein Blick reicht und du weißt, dass der andere etwas auf dem Herzen hat. Dies ist ein Indiz für die besondere Verbindung zwischen Seelenverwandten. Manchmal braucht es dafür nicht einmal die räumliche Nähe. Man spürt einfach, dass es die richtige Zeit ist, um den anderen anzurufen und zu fragen, wie es ihm geht. Dies funktioniert natürlich genauso andersherum und du kannst deinem Seelenverwandten nichts verheimlichen.
Nummer 9. Dir ist vor dem anderen nichts peinlich. Nur bei einigen wenigen Menschen hat man wirklich das Gefühl, dass einem absolut nichts peinlich sein muss. Selbst die scheinbar albernsten Späße oder kindisches Verhalten machen dir nichts aus, wenn dein Seelenverwandter dabei ist. Du kannst ganz einfach du selbst sein und musst dich nicht an irgendwelche Erwartungen anpassen. Nummer 10. Empathie. Weil sie sich in so vielen Dingen ähnlich sind, bringen sich Seelenpartner großes Verständnis entgegen. Sie verstehen sich blind. Dank des großen Einfühlungsvermögens sind nicht mal große Worte nötig. Geht es dem einen schlecht, merkt es der andere sofort. Nummer 11. Akzeptanz. Für deinen Seelenpartner musst du dich nicht verbiegen. Er nimmt dich an, wie du bist und umgekehrt. Es herrscht eine generelle Akzeptanz und Resonanz im Inneren, die du anderen kaum erklären kannst. Nummer 12. Unterstützung. Seelenpartner werden den anderen niemals behindern oder einschränken. Ist einer beispielsweise auf Erfolgskurs, wird der andere das nicht boykottieren. Missgunst gibt es unter Seelenverwandten nicht. Nummer 13. Vertrauen. Normalerweise öffnen sich Menschen Fremden gegenüber nicht sofort. Bei einem Seelenpartner herrscht sofort gegenseitige Offenheit. Sie sind nicht nur auf einer Wellenlänge, sie vertrauen sich zutiefst. Ein schöner Effekt, die Gespräche bekommen sofort Tiefe. Nichts ist peinlich. Nummer 14. Leichtigkeit. Die meisten Beziehungen oder Freundschaften erfordern Kompromisse. Bei einer Seelenverwandtschaft erscheint alles selbstverständlich. Nichts bedarf größerer Erklärungen. Das vereinfacht das Miteinander und macht alles herrlich unbeschwert. Nummer 15. Respekt. Kommt es doch mal zu Unstimmigkeiten, wird keine Seite ausfallend. Gespräche laufen ohne Beleidigungen oder Geschrei ab. Und selbst wenn mal einer nach einer Auseinandersetzung gekränkt ist, Seelenpartner können sich dafür entschuldigen. Nummer 16. Mitteilungsdrang. Seelenpartner erkennst du auch daran, dass du mit diesem wunderbaren Menschen scheinbar endlos quatschen kannst. Langeweile gibt es in dieser Beziehung nicht. Sogar Sexualität und Leidenschaft spielen nur eine Nebenrolle. Im Vordergrund steht die gegenseitige Inspiration und Intimität, wenn auch in manchen Fällen platonisch. Nummer 17. Ruhe. In Gegenwart deines Seelenverwandten ist selbst Stille mühelos auszuhalten. Das gemeinsame Schweigen hat nichts Bedrückendes oder Peinliches. Vielmehr gleicht es einem Zustand von tiefer Entspannung und Schwerelosigkeit. Nummer 18. Selbstgewissheit. Zwischen Seelenpartnern gibt es keinen Platz für Machtspiele, Narzissmus oder Eifersucht, wie sie in toxischen Beziehungen vorkommen. Jeder weiß um seinen Wert und den des anderen. Freude und Bewunderung sind aufrichtig. Nummer 19. Veränderung. Ein weiteres Indiz für einen Seelenpartner ist das unbestimmte Gefühl, dass mit dieser Beziehung alles besser wird. Du spürst einfach, dass dir dieser Mensch und seine Nähe gut tut. Du selbst veränderst dich positiv und wirst zu einer besseren Version von dir selbst. Nummer 20. Lebensziele. Es kann sogar sein, dass die Parallelen so weit reichen, dass beide Seelenpartner dieselben Ziele im Leben verfolgen, sei es beruflich oder familiär. Beide entwickeln sich im Gleichtakt in dieselbe Richtung. So können sich beide gegenseitig unterstützen. Nummer 21. Gewissheit. Das untrüglichste Zeichen, einen Seelenpartner erkennen zu können, ist Gewissheit. Du weißt es einfach. Diese eine Person ist es, mein Seelenpartner. Die Person gibt dir Kraft und Motivation. Du kannst dich ganz fallen lassen und vertrauen. Hast du deinen Seelenverwandten schon gefunden? Schreib mir gerne in die Kommentare, welche Nummer du bestätigen kannst. Einen Seelenverwandten zu treffen ist etwas ganz Besonderes. Ich wünsche jedem Einzelnen von euch, diese außergewöhnliche Erfahrung machen zu dürfen. Vielen Dank fürs Zuschauen
Bis zum nächsten Mal. Wenn euch das nächste Thema, die 8 Entwicklungsstufen der Liebe bei Seelenpartnern interessiert, dann schaltet die Glocke ein, um benachrichtigt zu werden. Über ein Abo würde ich mich natürlich riesig freuen. Dieses ist für euch absolut kostenfrei. Meinen Herzensdank an euch. Bis zum nächsten Mal. Und vergiss nie, du bist geliebt.